Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Cast TV. Heute was ganz Besonderes, wie immer. Jan haben wir am Start, kennt ihr alle, auf dem berühmten Rockfisch. Der ist mittlerweile schon sehr berühmt. Man kennt ihn gar nicht vom Tag eigentlich. Nee, das erste Mal, glaube ich. Mal im Hellen. Naja, nicht ganz, aber egal. Wir angeln auf Barsche, heute in der Spree. Und danach machen wir noch was richtig Geiles. Und zwar bist du ein Experte mittlerweile im... Im Räuchern bin ich kein Experte, aber ich würde es gerne mit euch zusammen probieren. Ja, also es gibt noch ein geiles Catch and Cook, aber jetzt erstmal Barsche fangen. Los geht's. Ich sehe gerade was an der Oberfläche, deswegen probiere ich meinen Topwater nicht so richtig finesse, aber wir werden heute alle wirklich 2,5 Inch Venom, irgendwie Soft Jerk mit einer Needle und so weiter fischen, aber erstmal fange ich hiermit an, weil ich wirklich hoffe, von der Oberfläche dann einen schönen Barsch wegzuzuppeln. So, First Cast bei First Cast TV, ihr wisst alle, was ganz Die Besonderes. tummeln sich da richtig krass. Ja, siehst du? Was ist da los? Ja, wir sind nur ein bisschen weit weg leider für mich und meinem. Das muss ich noch mal richtig einstellen hier. Das war kein guter Wurf, aber egal, das ist der First Cast. Mal sehen, ob da was geht. Ah, das ist hier irgendwie, kommt man da nicht ran. Deswegen mache ich jetzt Natural Warthose. Jan sagt, ich kann hier einfach langlaufen. Wie viele Meter sinke ich Ja, hier ein? sind auch so Muscheln drin und so, da musst ein bisschen vorsichtig laufen. Nee, ist hart. That's what she said. Vom Bootangeln haben sie gesagt. Ja, ja, bis. Ja. Ja. Ey, der ist nicht schlecht. Ah, der geht schon. Sollen wir den räuchern? Ich denke, von Weitem sieht er okay aus. Hat der 25? Ja. Aber vor allem, ich meine, kein großer, aber die sehen super geil aus. Und Jan meinte, es wird super zäh heute. Ich angel nicht mal 2 Minuten und habe ich schon den ersten Spreeräuber am Start. Wunderschöner Fisch, ey. Optisch. Farblich gesehen schöner. Schreibt mal in die Kommentare, wer das gesagt hat. Und unter allen, die es richtig schreiben, verlosen wir hier mal so 5 Reaper. Maß hat er auf jeden Fall. Und wir machen jetzt, dadurch, dass wir den heute Abend noch in die Räuchertonne reinmachen wollen, müssen wir den jetzt noch, ich versorge den erstmal, müssen wir den jetzt sofort einlegen. Und zwar in Salzlake. 23 hat er. Das Praktische beim Räuchern ist, man muss den wirklich nur einmal die Organe rausnehmen und vielleicht noch die Kiemen rausholen. Und dann kann man die auch schon direkt in die Salzlake machen. Kein Filetieren, keine besonderen Schnitte, kein Schuppen. Das ist schon mal ziemlich angenehm, finde ich. Sehr verbraucherfreundlich, das Räuchern. Dann hat mir der Dustin noch ein bisschen Salz mitgebracht für die Salzlake. Und dieses Salzwasser, das zieht dann quasi direkt in den Fisch ein und präpariert ihn dann quasi perfekt für die Räuchertonne. Der muss mindestens so 4-5 Stunden im Wasser liegen, damit er auch dann schön dieses saftige Aroma kriegt. Oh, das ist ein dicker. Das ist der nächste. Ja, vor allem, also da waren noch größere dahinterher. Hey, macht super viel Laune, guckt euch den an. Für die Stadtspray hier, super geil. Guck mal, was für eine Maschine hier an. Dickes Petri, Brudi. Willst du den auch gleich verarbeiten? Ja, Brudi? der kommt gleich rein. Aber, das hab ich selbst Mit gehakt. in die Lake. Das habe ich jetzt auch letztes Jahr gelernt, dass der Reaper, obwohl der so groß ist, eigentlich für die kleinen Fische, also kleinere Fische, gar kein Problem ist. Ja, ist so. Also Die ist gehen bei voll Topwater rauf auf auch den. so. Ja, ja. Ich habe auf dem Mögelsee habe ich mit dem so eine kranken Sternstunden gehabt, wo ich hab auch alle einen. vorgeangelt habe. Hast du auch einen? Ja. Auf Sag was? mal, ich komme Verloren. Komm gar nicht mehr zum Angeln. Jetzt habe ich auch gerade eben mal schnell an die Stelle von Dustin geworfen und hatte gleich einen Barsch drauf auf dem Blade Runner. Typisch Wecki. Ja, ich Ja, hätte, direkt wieder abgreifen will er. hätte fast einen abgestaubt. Ey. Ja. Dustin hat schon 2 Fische gefangen, während ich hier gerade mal 3 Würfe gemacht habe. Geht schon mal geil los. Und bevor der jetzt davor latscht, mache ich noch schnell einen Wurf. Für mich gilt es heute überhaupt mal, den ersten Spreebarsch in meinem Leben zu fangen. Jan, ich habe noch nie einen Spreebarsch gefangen. Ernsthaft? Aber das ändern wir auf. Hoffentlich jetzt schnell. Das oder? werden wir wohl hinkriegen. Ich denke auch. Geil, ich habe Bock. Mitten in der City, hier in Berlin. Für mich als Landei ist das schon ein richtiges Highlight. Mitten in der Innenstadt. Und jetzt muss es nur mit den Barschen klappen, aber das hier legt schon mal gut vor. Ja, und während alle hier angeln, habe ich jetzt hier anscheinend den Ausnehmen und auf Einlegjob gekriegt. Du bist auch der Einzige, der es kann, Jan. Ja. Das ist meine Taktik, dumm stellen. Da macht's ein anderer.
Kurzer Geschmackstest. Jupp, schön salzig. So, und die Pfanne müssen wir heute noch voll kriegen. Dann haben wir auf jeden Fall ein schönes Abendbrot. Schmeiß noch einen Kühlakku mit rein, damit das Wasser schön kalt bleibt und stell's in Schatten. Sollte dann funktionieren. Hoffentlich, in meiner Fantasie. Wenn wir morgen alle Magen-Darm haben, wissen wir Bescheid. Fisch on oder was? Fisch on, ey. Da ist er, der erste Wecki-Barsch. Da ist mein erster Spreebarsch, Jan. Petrus erectus. Vielen Dank. Auf dem Blade Runner. Immer eine Bank und damit fängt man immer irgendwie einen Barsch. Jan. Für die Pfanne reicht's noch nicht. Für die Pfanne noch nicht, aber Petri. Mein erster Spreebarsch. Jetzt müssen sie nur noch ein bisschen größer werden. Eine ziemlich unpopuläre Angeltechnik, die kaum einer macht, ich aber extrem liebe, ist das Softjerken, und zwar mit dem Nose-Hooked Needle. Dafür habe ich einen ziemlich kleinen Haken und den ziehe ich extrem simpel einfach in die Nasenspitze rein. So sieht es dann aus. Und erfahrungsgemäß attackieren die Barsche tatsächlich immer den Kopf. Und selbst die kleinen Mini-Barsche helfen sich das Ding komplett hinter. Das ist ziemlich abgefahren. Ich hoffe, ich kann es auch gleich demonstrieren, wie das funktioniert. Ach ja, und was natürlich auch noch sehr, sehr cool ist mit dem Teil, er lässt sich unglaublich gut skippen. Oh, Alter! Ja. Nee, aber der hat da voll weggescheppert. So, die ganzen Spot-Guy kommen jetzt natürlich hier auch auf meinen Spot. Auch die Jan. Und hatte direkt einen Biss, muss man sagen. Jan, ich wünsche dir einen dicken. Haben sie mich hier alleine auf der Rockfisch gelassen, ey. Sind sie alle geflüchtet. Aber bevor ich da jetzt auch noch als Dritter auf dem Spot rumhämmer, versuche ich es lieber hier hinterm Boot ein bisschen. Da konnte ich auch gerade eben meinen Mini-Barsch fangen. So, und Soft-Jerken heißt tatsächlich nicht zuletzt Soft-Jerken, weil du den wirklich wie ein Jerk langsam führst. Einfach locker in die leere Schnur schlagen. Also in die leere Schnur heißt quasi in die durchhängende Schnur. Also nicht an der straffen Schnur irgendwie so rundzuppeln, sondern immer reinschlagen. So in diesen Rhythmus ungefähr. Kann man ein bisschen schneller machen, kann man ein bisschen langsamer machen, je nachdem wie die Bock haben. Und die Bisse kommen dann wirklich meistens knüppelhart. Selbst bei den kleinen Barschen hast du dann sofort, bam, richtig coolen Widerstand. Und die gehen auch sofort ab. Das macht schon Spaß, gerade hier an dieser leichten Route. Das ist jetzt die NXT Prototyp. Wird jetzt mal ein bisschen schön eingetestet. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Schön straff und leicht. Macht Spaß, das Stöckchen. Ja, jetzt hängt er. Jawohl doch. Geil. Auf die Niedel? Auf die Niedel. Schön weggejerkt. Der nächste Pfannenbarsch, auch wieder ein schöner. Und hier kann man auch sehr gut sehen, wie er den ohne Probleme am Kopf weggelackt hat. So, komm, lass mal Spot wechseln, ne? Bin dabei. Geil, das macht richtig Laune. Guck mal hier, mitten in Berlin. Ja. Guck mal, komm mal ran hier auf den Meter. Kameramann, die würde ich eher an der Nordsee erwarten. Berlin-proofed. Aber ist das eine Wollhand überhaupt? Ich weiß es nicht. Das ist keine Wollhand. Das ist irgendwas anderes. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare Artenbestimmung, was das hier ist. Vor allem in Berlin mir noch nicht bekannt bisher. So, neuer Spot. Ach, diese selbstständigen Menschen. Ich habe ein Metal dran. Ich hoffe, dass es hier nicht zu flach ist für ein Metal. Krass, Jan hat hier so eine richtige Hausboot-Community. Kennt ja jeden. Und ich glaube, dank Jan sind wir auch überall willkommen hier. Klar. So macht das Spaß. Oh! Wow. Was war das? Da wird geraubt. Oh, da hängt er. Nee. Scheiße. Oh, fuck, ey, genau in die Leine. Ich hoffe, du hast das drauf. Ich habe die Leine noch so gesehen, habe mir gedacht, okay, da kann der easy drüber jerken. Ja, dachte ich auch. Brauchst du Zange? Got it. Ich habe jetzt auch mal die Niedel ran gemacht, weil wir hier ein bisschen tiefer stehen als eben. Und bei Jan hat es gut funktioniert. Ich mache mir jetzt, glaube ich, auch noch einen Nailsinker rein, weil ich will ein bisschen schneller angeln als die beiden. Gibt es hier so Nailsinker von Valley Hill. Super geil. Und da werde ich jetzt einfach mal einen reindrücken.
wie Vecchi sagen würde. Richtig was Aber reindrücken. reindrücken sagst du zum Essen. Zum Ne? Essen. Wir werden uns später auch was Feines reindrücken. Ja, Jan hat schon was richtig Gutes ausgesucht. So. Dass er die Aber wir haben jetzt nicht verändert. hier schon 10 Würfe insgesamt gemacht. Keine Follower, keine Bisse. Da können wir gleich Spot wechseln wieder. Geiles Setup. Übrigens eine neue Farbe, die wir gerade probieren. Kommt irgendwann auch auf den Markt. Ich probiere es mit Offset-Haken. Anders als Jan, der das No-Soak macht. Der große Vorteil beim Offset-Haken ist natürlich, dass ich da ein bisschen besser durchs Kraut angeln kann. Aber so krautig sind die Stellen jetzt hier nicht, deswegen egal. Aber wenn ihr im Kraut angelt, dann nehmt lieber einen Offset-Haken als No-Soaked. Wenn ihr nicht im Kraut angelt, ist No-Soaked schon ziemlich geil, weil die Bissausbeute gefühlt auch ein bisschen besser ist. Oh, der war gut. Alter, ich hatte einen richtig großen Jan. Hä, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es ein Biss war. Scheiße. Ah, ärgerlich. Ich hatte gerade echt einen dicken drauf. Es war auch sicher ein Barsch, sieht man. Hier, Jan, guck mal. Approved, so Raspler, siehst du? Habt ihr das ja auch? Ja, gerne. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass du nicht richtig angehauen hast. Ich habe gar nicht angehauen. Ja. Weil ich habe den Biss nicht gemerkt. Ich habe gemerkt, dachte, hä, das war richtig schwer, dachte ich, hä? Und habe ich Schütte gemerkt, habe ich hochgeholt und da habe ich gesehen, wie der Dicke da war. Wäre mein Spree-PB gewesen. Der ist allerdings auch nicht so groß. Weißt du, wie groß dein Spree-PB ist? Ja, so 31 vielleicht. 31? Ungefähr so 20 cm größer als meine aktuell. Ja. That's what she said. Ich hab einen. Einen großen? Nee. Löwe. So, ich bleib meiner Größe treu. Bei mir werden sie noch nicht größer, leider. Aber wenn größer, wäre schon nicht schlecht. Aber wenn größer müssten sie schon noch werden. Oh, guck mal, der hat hier so einen Cut im Rückenkamm. Der Kleine darf zurück. Der ist untermaßig. So, Männer, next stop, Pizzaladen. Oh, sehr gut. Habe ich Bock, war nämlich sehr zäh. Ein paar Bisse hatten wir noch, aber sonst nichts gefangen. Ne? Ich mach schnell einen neuen FG-Knoten. Typisches Sommerloch. Ja, der kommt dann noch. Wir hauen heute noch richtig. Wir haben noch ordentlich Zeit und wenn wir jetzt gleich gestärkt da weiter angeln, Wir haben noch ein paar Spots vor uns. kann nur gut werden. Aber Kann nur gut werden. ordentlich Hunger. Hast du gefrühstückt? Nee. Ich auch nicht. Also eine schöne Räucherportion für eine Person haben wir zusammen. Hier ist striktes Anlegeverbot. Jan setzt uns hier raus. Wir holen leckere Pizza. Becky, hast du Geld dabei? Ja. Aber nur Karte. Ja, ich auch nur. Sollte aber gehen, oder? Becky lässt sich nämlich sonst immer sehr gern einladen. Warte mal, ich nehme mal mein Handy mit, sicherheitshalber, falls deine Karte wieder nicht funktioniert. Das wäre jetzt nicht das erste Mal. Hopp. Sei ehrlich. In Holland Zack, zack, kein Zickzack. 9 von 10 Fällen funktioniert deine Karte nicht. Das ist im Ausland und die echt ein Problem mit meiner Karte. So, ich glaube, da drin dürfen wir wahrscheinlich nicht filmen. Aber wir bestellen eine leckere napolitanische Pizza. Liebe ich. 60 Sekunden nur im Ofen. Was nimmst du, weißt du schon? Ich guck mal rein. Ich frage mich nur, was der Kameramann nimmt. Der kann nämlich keine Pizza essen. Das schlägt direkt durch. Markus, was machst du jetzt? Kannst du eine ohne Käse nehmen? Ja, ich glaube, es gibt ohne Käse. Komm, wir gehen mal rein. Wie man sieht, 4 Leute, 3 Pizzen. Da ist was schiefgelaufen. Hat einfach ein anderer Typ unsere Pizzen genommen. Aber Markus, deine ist dabei. Deine ist dabei, Und Vecchi hat da bestimmt eh keinen Hunger. Beckys ist dabei, deine ist dabei, Jan. Die einzige, die fehlt, ist natürlich von Papa. So, Jan, ihr. So, jetzt hat er auch seine Pizza bekommen. Ging aber schnell jetzt, hä? Ja, das war denen unangenehm, glaube ich. So, warte, ich gehe runter, dann nehme ich dir deine Pizza ab. Brauchst nicht, Digga. Ich bin noch jung. Ja, das mag ich zu bezweifeln. Jetzt haben sie meine aber nicht durchgemacht, weil sie wussten, es muss schnell gehen. Ja, dann hätten noch 1 Minute mehr vertragen. Bei einer Minute, die eh nur drin ist, noch 1 Minute mehr. Guten Appetit! Felix Brateweg ging wieder nicht. Wisst ihr, wer bezahlen musste? Er hat sich dezent zurückgehalten. Das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht, ne? Du warst schon wieder. Ja. Du hast schon wieder. Ich habe schon gemerkt, irgendwie ist wieder schon im Dispo oder wie man das nennt. Saldo, Dispo, keine Ahnung. 31 ist das Geld kommt erst morgen. Ja. Ist schon Erster. Ey? Heute ist der Erste. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr. So, das ist ein Vecchi, wie er leibt und lebt. Wir schuften uns hier fürs Abendessen ab. Vecchi macht wieder Pause. Wirklich, ich kenne keinen Menschen, der so viel Pause macht wie Vecchi. Kenne ich einfach nicht. So viel Pause und so viel schläft. Ich glaube, das gibt's auch auf der Welt nicht. Du bist halb Spanier, oder, Vecchi? Halb Portugiese eigentlich. Halb Portugiese. Die machen auch immer viel Siesta. Kleine Verdauungspause.
Fisch. Jawohl. Ah. Oh, einen großen auch. Aber es zeigt, was Jan gesagt hat. Keine Angst vor großen Ködern. Der Köder, So groß wie der Fisch. ja. Hup. Jan, weißt du, was wir gesagt haben? Dass Barsche die Talahorns der Fische sind. Barsche? Ja. Immer Agro, immer eine Runde Schattenboxen, immer Schlägerei. Immer am Trupp. Ja, heute Morgen ging es ja wirklich gut los. Jetzt Mittagszeit sehr zäh, aber ich meine, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Erstens finden Angler immer Ausreden. Zweitens ist ja mittags wirklich so, dass es meistens schwierig ist. Total heiß, Wenn Vecchi schläft, ist immer ein Zeichen, dass wir nicht angeln brauchen. 30 Grad. Na, wenn Vecchi schläft, fange ich meistens die besten Fische. Jetzt ist mir schon ein paar Mal passiert, dass mir die Fische den Needle einfach vom Haken runtergerissen haben. Und um dem entgegenzuwirken, gibt es auch noch diese kleinen Screws. Die kann man dann einfach hier in die Nase reinschrauben. Und dann steckt man den Haken durch dieses Hartgummi hier durch. Und dann ist es noch viel, viel stabiler und keiner reißt dir mehr den Gummi vom Haken. Das ist ja super geil. Wirklich jetzt. Ja. Vecchi, Arbeit. Fang erstmal an, Das dann ist kein komme ich. Vergnügen. Wir haben schon 2 gefangen. Also Babys. Ich hätte einfach, Fisch ist Fisch. Du, wir sind hier in der Berliner Stadtspree. Das ist jetzt nicht so, dass ihr die in 41er nach dem anderen fängst. Die machen eh noch Mittagspause, die Großen. Ja, okay. Aber bei uns ist jetzt, macht eher der kleine Mittagspause. Hello, mal kurz ein anderes Setting. Kleine Werbeunterbrechung. Werbung kann man es eigentlich, glaube ich, gar nicht nennen. Weil ich werde dafür nicht bezahlt. Ich wollte euch mal den Lure Drop vorstellen. Den habe ich hier geschickt bekommen von meinen Jungs oder meinen Kumpels von Hecht und Barsch. Und ich finde das Teil richtig, richtig geil. Wir wollen damit auch mal eine Folge machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Bock habt. In so einem Lure Drop sind immer 7 bis 8 Köder drin, die auch also oft in Sonderfarben kommen oder zum Beispiel Produkte auf den Markt kommen oder Produkte drin sind, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Zusätzlich sind da natürlich immer geile Marken drin. Nace zum Beispiel. Ich glaube, diesmal ist auch Nace drin. Hier, ihr seht's. Unser Venom in 2,7 Inch. Und das Geile ist auch, alle Produkte, also Gummifische und so weiter, kommen dann auch immer mit dem passenden Bleiköpfen. Also ihr könnt die Box ins Wasser nehmen und könnt angeln gehen. Und für Leute, die sich noch nicht so richtig auskennen, Einsteiger, gibt es hier immer so eine Erklärung, so ein Flyer, wo man ganz genau sieht, um was es geht, wofür die Köder da sind. Und hier gibt es auch so einen Code. Ich glaube, da kommt man zu den Videos, wo die Köder auch nochmal erklärt und vorgestellt werden. Also super easy, super geil. Guck mal, hier auch so ein geiles Paket von Neuke mit dabei. Dann gibt es hier noch einen Zack-Köder. Also ist richtig geil was drin. Hier die Bleiköpfe, ein Bladed Jig ist dabei. Also wie gesagt, für jeden, der Bock hat, etwas dabei. Ich glaube, ein Warenwert von über 80 Euro ist drin. Das Ding kostet 39,90 Euro und es gibt keine Mindestlaufzeit. Das ist natürlich geil. Wenn ich keinen Bock mehr habe, sage ich, okay, ciao, vorbei. Und wenn ich länger Bock habe, ab 6 Monaten, glaube ich, kriegt man nochmal 10% oben rauf. Also ziemlich cool. Ich habe dann halt Toni angerufen von Hecht und Barsch, die sagt, ey, guck, ich stelle das gern vor, aber für unsere Community will ich dafür natürlich auch was haben. Hat er gesagt, okay, komm, 10 Euro Rabatt für die Jungs und Mädels, die bestellen auf die erste Bestellung, also auf den ersten Drop, den ihr bestellt. Alles mit dem Code FIRSTCAST. Also wenn ihr FIRSTCAST eingebt, dann kriegt ihr diese geile Box 10 Euro günstiger. Wie gesagt, ich mache das, weil ich es cool finde. Ich kriege keine Provision davon, aber Hecht und Barsch hat mir versprochen, wenn ich das mache, dann besorgen sie weg jemand eine vernünftige Sonnenbrille. Also, das war's hier. Kurze Werbeunterbrechung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Nee, nicht bei der nächsten Folge, sondern bei der Folge weiter gucken. Gucken, ob wir noch einen richtig dicken Barsch fangen. Wir wollten jetzt eigentlich zu einem anderen Spot von Jan fahren, haben aber auf dem Weg noch mal einen Tipp bekommen, dass es hier wohl auch schicke Barsche gibt. Carolina Rig ein bisschen über den Boden schleifen. Funktioniert im Sommer wirklich sehr gut. Wintermethoden im Sommer absolut unterschätzt. Da 2 Stunden jetzt schon. Liegt er da einfach nur. Ach, nix.
Geht ab, Markus. Nix. Was geht bei dir? Ach, nix. Fangen die was? Nee. Na, dann schlafe ich weiter. Ich hatte eine kurze Nacht. Deshalb brauche ich jetzt noch 1-2 Stunden. Was hast du gemacht? Ich bin durch Berlin streunert. Bin wieder da. Und Jungs, was habt ihr so gefangen die letzten 2 Ach, Stunden? guck mal, wer da aus deiner Hülle kommt. Wollen wir wieder hinlegen oder beißt es jetzt schon? Jetzt haben wir 16 Uhr. Ich glaube, die heiße Phase fängt so ab 18 Uhr an. Wenn es so langsam ein bisschen anfängt abzukühlen, die Sonne ein bisschen niedriger steht. Weil wir brauchen noch ein bisschen was fürs Abendessen. Noch stehen wir nicht so gut da. So, neuer Spot, sehr urban. Und genau, jetzt ist hier ein schöner Flachwasserbereich. Kann durchaus gut laufen, der Spot. Mal sehen, ob bei der Hitze das auch immer noch zutrifft. Fisch on! So, jetzt hat es hier bei mir auch mal geklappt wieder. Na, leider ein bisschen ja. zu klein fürs Abendessen, aber für mich Spree-PB. Spree-PB. Ist doch schon wieder mal ein Anfang jetzt. Vielleicht sind hier noch ein paar mehr. Da fast am Ende der Spundwand hat es gerade richtig geraubt. Fisch, guter Fisch, guter Fisch. Kescher, Kescher? ja. Wo gibt's einen Kescher? Hier vorne liegt er auf dem links. Boah, Petri. Das ist mit Abstand der größte bis jetzt. Jawohl, Junge. Zweimal gebissen. Auf Nidel? Nidel. Ah, guckt euch den an. Das ist der erste 30er für heute. Und zwar ganz easy, oder? Ja, der hat auf jeden Fall 30. Wunderschöner Fisch. Wunderschöner Fisch. Das aus der Stadt Spree. Wir haben so lange gekämpft, ey. Ganz klar 31. Ein 31er. So, eine kleine Operation, aber da ist er. Nidel am Softjerk mit einem Nailsinker drin. 1,8 Gramm. Super geil. Und da ist der Kleine für die Räuchertonne dazu gekommen. Hat der Papi mal wieder einen schönen gefangen. Ja, Hat er. Hast du gut einen rausgezubbelt. Ich glaube, das ist ein guter Spot für unseren Metal. Ja, 17 Uhr. Und ich glaube, wir haben erst 4, oder? 4 Fische. Also mehr gefangen, aber 4 für den Räucherofen. Da müssen wir mal ein bisschen Gas geben, damit wir heute hier auch nicht hungern müssen heute Abend. Zuschauer in Berlin hat man genug. Hallo. Sind hier irgendwie bei so einem Architektenbüro an der Oberbaumbrücke. Ja, gucken wir mal, ob heute noch was geht. Aber ich glaube ja, dass man, wenn es ein bisschen, also heute ist brutal heiß, wenn es ein bisschen kühler wird, noch auf jeden Fall mehr Fische fängt. Werden wir mal sehen. Das einzig Blöde ist, ich muss so gegen 20 Uhr, da wo die beste Zeit ist, oder 19:30 Uhr, zurück und die Kids ins Bett bringen. Weil meine Freundin heute nicht zu Hause ist, sondern bei Olympia weilt. Naja, Einer muss ja arbeiten. einer muss ja arbeiten. Du redest jetzt aber von mir, oder? Ja, die Kulisse ist so cool. Ich würde euch jetzt so gern hier so einen schönen 30+ Barsch vor dem Fernsehturm präsentieren, aber bis jetzt hat es bei mir noch nicht geklappt. Dustin hat einen richtig schönen fangen können. Davon bräuchten wir noch 2-3 Stück. Aber ich muss echt sagen, mit 30 cm hier in der Spree bin ich schon sehr, sehr happy. Das ist krass. So langsam bekomme ich auch ein bisschen Gefühl dafür. Ja, was gestern da los war, ne? Was gestern auf einmal auf der einen Seite da los war und auch, ja, was es heißt, so einen 30er hier zu fangen. Ja. Gestern, das werden die ganzen Leute, die aus Berlin kommen, Alle nicht glauben. gell? Glauben die nicht. Ich war im Landwehrkanal, wir haben Köder getestet. Und auf dem Swimweight kriege ich einfach einen Biss, Attacke Das vor waren die 20 Füße. Zentimeter Swimbait. Das waren 20 cm Swimweight. Der Barsch war locker über 45 plus, eher an die 50 ran. Ja. Und ich bin vollkommen ausgerastet. Und ich habe den auch gesehen. Ich habe schon gesehen, das ist ein großer Fisch. Und er und Peter rasten voll aus. Ich so, ja. Peter kommt auch aus Berlin, der weiß also, was los ist. Ich habe halt nicht gecheckt, dass das halt irgendwie jetzt so ein Sechser im Lotto eigentlich gewesen wäre. Also ein 50er aus dem Teltow-Kanal in Berlin, aus dem Teltow-Kanal schon, aus dem Landwehrkanal. Ich glaube nicht, dass es jemals jemanden gab, der einen Fuffi da gefangen hat. Krass. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, die Berliner, ob ihr wisst, ob es sowas gibt. Das war der absolute Wahnsinn.
Oh, guter Fisch, guter. Was ist das jetzt? Irgendwas Großes ist jetzt eingestiegen, Leute. Was ist das? Rasse quer! Oh, Leute. Guter Fisch, sagt er. Also, mit Josef haben wir die Ding tatsächlich auch schon in eine Räuchertonne geworfen. Schade. Und es schmeckt total scheiße, deswegen kannst du ihn selber cashern. Petri, Vecchi, Gott, ey. kannst du bitte nicht meinen Kescher nehmen? Komm, ich hol ihn dir raus. So, bitteschön. Leute. Ihr wisst es, Rapfi, nee, Vecchi ist ein Specimen Hunter. Letztes Mal einen dicken Karpfen, jetzt eine dicke Brasse. Ich habe hier gerade meinen ersten, ich würde mal sagen, 2 Kilo Fisch aus der Spree. Du, da wo die dicken Brassen sind, auch dicke Hechten nicht weit. Los. Also, hol die Schwimmbaits raus. Oh, ich Mann. habe schon gedacht, da ist Petri. jetzt irgendwas echt Dicker Rapfen. Dicker Großes, Rapfen. Geiles dran. Geil. Ganz Naja. prima. Dankeschön, Dankeschön. Die riecht auch echt gut, muss ich sagen. Meine ganzen Hände sind voll geschleimt. Oh, alles stinkt. Ich stink komplett nach Brasse. Herrlich. Also, ich muss mich ganz kurz verabschieden. Die Vaterpflichten rufen, aber die Jungs, ja, ihr werdet schon ordentlich machen. Vecchi nicht wieder einschlafen? Becky und Icke, wir gucken jetzt mal in meinen Gin-Tonic-Schrank. Ah ja. Den werden wir erstmal erkunden und dann Ich kann auch noch was mitbringen, wenn ihr wollt. werden wir da leicht angeheitert mal den Räucherofen anschmeißen. Ich sehe noch nicht, dass du mich dann abholst mit dem Boot. Irgendeinen werden wir schon finden. So, der Lange ist draußen. Bring die Kinder ins Bett und jetzt fahre ich gemeinsam mit Jan zurück in die Bucht. Wir bereiten den Räucherofen schon mal vor. Und vielleicht können wir noch ein paar Würfe machen, bevor Dustin wieder zurückkommt. Wenn ich irgendwas machen soll, sagst du es bitte. Ja, bloß nichts machen, ich mach alles. Ihr chillt. So, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Da steht mein schöner Räucherofen. Ach stimmt, das steht. Und hier machen wir es uns jetzt gleich gemütlich und bereiten den Fisch vor. Leute, es ist hier so eine richtige kleine Community auf dem Wasser. Sehr geil. So, Wasser noch richtig schön kühl, hat sich gut gehalten. So, und jetzt haben wir doch tatsächlich doch ein paar schöne Barsche zusammengekriegt. Nicht richtig viele, aber für ein Abendbrot sollte es reichen. Um den jetzt in den Ofen reinzuhängen, müssen wir die vorher ein bisschen abhängen lassen, damit die ein bisschen trocknen. Dafür packen wir die jetzt erstmal diesen Haken, also diesen speziell gebogenen Haken, packen wir jetzt hier durchs Maul und greifen den hinten wieder ein in die Wirbelsäule. Und dann sieht es so aus. Und dann lassen wir den so hängen. Die Arbeitsteilung gefällt mir. Ich helfe dann beim Essen, okay? Nein, ich helfe auch gleich, wenn wir den Räucherofen anschmeißen. Ich habe schon ewig nicht mehr geräuchert. Früher ganz oft mit meinem Papa. Aber das ist schon einige Jahre her. Ist an, würde ich sagen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Die Fische hängen im Räucherofen und um die Zeit jetzt ein bisschen zu überbrücken, schnappe ich mir einen Markus und wir angeln ein bisschen. Vielleicht kriegen wir noch 1, 2 Barsche. Deshalb ab aufs Dach vom Edgar. Das kleine Hausboot von Jan heißt Rockfisch und das große heißt Edgar. Und dann wird von da oben ein bisschen geangelt. Das ist mal ein Casting-Deck. Markus, hier oben liegen schon Routen für dich. Ja, wir haben noch ein paar Bisse bekommen, aber es wollte leider kein Barsch hängen bleiben. Jan ist gerade mit dem Boot los und holt gerade Dustin ab. Und danach können wir uns, glaube ich, schon die Fische schmecken lassen. Die sind schon recht weit. Deshalb geht es jetzt wieder runter vom Dach und dann müsste Dustin mit Jan auch schon gleich kommen. So, kommt her, Leute. Die Fische sind so langsam fertig. Ich will lieber Fische fangen, um ehrlich zu Aber sein. es war echt schwer. Wir haben noch ein paar Würfe gemacht. Ja, aber jetzt ist ja auch gut. Jetzt ist gute Zeit. Jetzt ist beste Zeit. Vielleicht kriege ich noch einen mit Topwater. Hat bei Dustin heute Morgen auch geklappt. Eigentlich jetzt die perfekte Zeit, um mit Topwater-Ködern zu angeln. Jetzt stehen wir hier in der Spree, um, weiß nicht, 15er Barsche zu fangen. Und es ist trotzdem geil. Das macht uns Angler aus, ne? Scheißegal, es kann immer der Große kommen. Kann immer der 28er beißen. Muss man so, also so ist man gestrickt. Ich meine, man steht hier in der Spree
um, weiß nicht, 21:30 Uhr. Man könnte natürlich jetzt auch auf der Couch liegen, was Leckeres essen. Aber nein, 28er Barsche, wenn es hochkommt, sind wichtiger. Oh, ja, das ist ein Löwe. Das ist ein richtiger Löwe. Guck mal, Köder, Barsch. So, das sind jetzt die letzten 1, 2 Würfe für heute. Die Sonne verschwindet so langsam und Jan hat schon zum Essen gerufen. Deshalb jeder noch 1, 2 Würfe und dann lassen wir uns die Barsche schmecken. Ich muss sagen, schreibt mal in die Kommentare, ob es euch auch so geht. Ich kann einfach nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ich muss immer noch einen Fisch fangen oder so oder noch angeln. Da beneide ich den Wecki ein bisschen. Der kann gut aufhören. Ach, das kriege ich schon hin. Wobei ich jetzt auch noch Bock hätte, noch eine Viertelstunde zu angeln, aber Viertelstunde ist aber auch dann das Maximum. ja, dann ist ja schon dunkel. So, der magische Moment ist gekommen. Wir haben jetzt ihn noch leicht abkühlen lassen, den Fisch. Sieht jetzt so von oben erstmal ganz geil aus. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie sieht er aus, wenn wir ihn rausholen. Sollte eigentlich so goldgelb sein im Idealfall. Goldgelb. So, der ist auf jeden Fall noch schön warm. Ja. Ja. Leute, ihr werdet euch freuen. Muss man dabei so die Geräusche beim ersten Mal? So schmatzen meinen? Warte. Geil. Also schmeckt wirklich geil. Frische Berliner Barschstulle. Während Becky seine Stulle genießt, hau ich noch schnell einen Wurm raus. Aber muss man sagen, ich freue mich auch schon auf die Barsche. Ich wollte nur währenddessen gerne eine Rute im Wasser haben. Ist gut? Ich lieb's. Finde richtig gut. Ah, lecker. Geil, was ein Luxus. Auf einen schönen Tag, Männer. Jan, War Cheers. mir eine War Ehre. sehr gut mit euch. cheers. So, für uns geht es noch eine Stunde auf Aal. Ich hoffe, dass die Glocken gleich mal läuten. Jan, bring deine auch aus. Ja, sofort. Und dann hat man einen echt sehr, sehr gelungenen Tag heute, muss ich sagen. Und jetzt vielleicht noch ein Aal. Ein Aal. Na los, ich bin gespannt. Oh. Ja, oh, ich muss dich gleich mal anrufen. Oh, der Junge, der hat ja richtig... Jetzt ist er weg wahrscheinlich. Schön langsam angefangen. Meinst du, war ein Aal? Schwer zu sagen. Da ist er. Ist was? Kescher? Ja, ich glaube, das ist ein Aal. Ein Aal? Könnte maßig sein. Das ist ein Aal. Das ist ein Aal. Ali! Das ist ein Ali. Das ist ein Aui. Schnürsenkel. Oh, Schnürsenkel. Aber vom Maß, würde ich behaupten. Hey, was los? Geil, Challenge Alter. complete, Alter. Geil, Petri, geil, Mann. geil, hat er hier noch einen geil. Aal rausgezuppelt. Normal. Jan, danke für den richtig schönen Tag. Einen Aal konntest du noch fangen. Ein paar Bisse gab es auch. Also Ja, es war ein paar- kurzweilig jetzt, oder? Ich glaube, Spaß gemacht. wenn wir jetzt nicht